Stell dir vor, du siehst jemanden auf der Straße und fragst nach seinem Duft und die einzige Antwort ist: das sag ich dir nicht. Willkommen in der Parfüm-Community. Das bezieht sich aber natürlich nicht nur auf den Duft, den man trägt, weil gefühlt ist keine andere Community so gatekeepery, so elitär und besonders wie in der Parfüm-Community. Also hier muss man wirklich sich sehr durchbeißen, um auch nur ein bisschen was zu verstehen. Früher dachte ich, Gatekeeping ist einfach nur arrogant. Leute wollen sich besonders fühlen, exklusiv sein, ach, so eine Elite darstellen und Aufmerksamkeit haben. Aber je länger ich selber in dieser Szene bin, desto mehr verstehe ich, warum Gatekeeping hier wirklich noch ein Ding ist. Denn sobald YouTube oder TikTok einen Duft entdeckt, wird er rauf und runter gehypt und generell das Parfümthema hat wirklich auch seinen Schaden genommen durch diese ganze Viralität. Alles, was du früher geschätzt hast, was besonders war, wird billig nachgemacht, gedupt, die Preise explodieren und irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr so an, wie es sich früher mal angefühlt hat. Also ist Gatekeeping wirklich toxisch? Oder schützt die Community damit eigentlich nur das, was sie liebt? Früher fand ich Gatekeeping immer blöd. Ich habe das nie verstanden, warum Leute nicht sagen, was sie für einen Duft tragen. Und ehrlicherweise, ich bin immer noch jemand, der gerne darüber erzählt, was er für einen Duft trägt. Soll mir das doch jemand nachkaufen? Machen die meisten Leute eh nicht, weil ich halt aber auch so einen Geschmack habe, wo die meisten Leute mich nur angucken und mir den Vogel zeigen, wenn sie erfahren, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Dementsprechend habe ich mit Gatekeeping, was einen eigentlichen Duft zu tun hat, gar nicht mal, also damit bin ich immer noch nicht cool, weil ich das irgendwie, wenn dein einziges Alleinstellungsmerkmal wirklich dein Duft ist, dann hast du andere Probleme, als dass dir jemand den Duft nachkauft. Trotz allem ist diese Szene hier so unfassbar gatekeepery unterwegs. Also wirklich, wenn du anfängst, du verstehst ja kein einziges Wort, ob das jetzt TZ ist, ob das AF ist, was Plastik-TZ sind oder Glas-TZ oder ISO-Band oder, also für mich war das alles, als ich angefangen habe, wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Und deswegen habe ich es mir ganz am Anfang schon zur Aufgabe gemacht, eigentlich darüber aufzuklären, um eben den Eintritt in diese Community und in dieses tolle Hobby so niedrigschwellig wie möglich zu halten. Weil Duft ist einfach was Tolles. Und natürlich ist das hier ganz schön elitärer Bullshit. Auch die Sachen, über die ich spreche, die sind sehr, sehr teuer und die kann sich nicht jeder leisten. Aber das ist auch überhaupt nicht weiter tragisch, weil es gibt ja günstige Düfte. Es gibt Leute, die über sehr, sehr günstige Düfte reden. Nicht alles muss ein Dupe sein. Zu Dupes habe ich eine ganz eigene Meinung. Man muss nicht zwingend einen Dupe kaufen, um gut riechen zu können. Und das ganze Dupe-Gehabe kommt ja noch mehr auch in dieses elitäre Ding rein, weil man möchte ja etwas haben, was die Elite hat und was die Elite so als Kennungsmerkmal irgendwie mit sich trägt, um irgendwie dazu zu gehören. Und gerade bei sowas wie Duft, wo man nicht einen fetten Markennamen auf einem T-Shirt sieht, ist das natürlich auch ein bisschen einfacher. Aber gleichzeitig sich über dieses elitäre Gehabe lustig zu machen und dann doch über Dupes dran teilhaben zu wollen, das ergibt für mich persönlich zumindest keinen Sinn. Weil natürlich, dieses Gatekeepery, das ist halt einfach super elitär und super, ja, keine Ahnung. Ich sag dir nicht, was ich trage. Ich sag dir nicht, wo ich das her habe. Ich sag dir nicht, damit du mir das nicht nachkaufst. Das habe ich, wie gesagt, wirklich nie verstanden. Da bin ich halt wirklich eher der Typ, der versucht, Leuten was Neues zu zeigen. Den Horizont so weit offen zu machen, wie es nur irgendwie geht. Was ist der Parfumozug? Wie funktioniert das? Was kann ich damit erreichen? Was kann ich damit nutzen? Kann ich damit Geld sparen? Und so weiter und so fort. Kann ich mit Abfüllung mein Hobby ein bisschen gegenfinanzieren, weil ich nicht mehr so viel Geld dafür brauchen muss, um tolle Düfte tragen zu können? Wozu hat das alles aber geführt? Zu einem überlaufenden Zug, zu einer Parfumo-Community, wo ganz viele Leute einfach absolute katastrophale Bewertungen schreiben, einfach nur um für den Zug freigeschaltet zu werden. Noch dazu ganz viele Leute, die denken, sie wären Marc Gebauer Nummer 2 und würden in 3 Monaten, wenn sie genügend Düfte hin und her geswappt haben und immer wieder was dran verdient haben, bald sich einen Maserati leisten können.
Das kann es ja irgendwie nicht sein. Ich finde, gerade diese Gier macht das Hobby so unwahrscheinlich kaputt in letzter Zeit. Ob das jetzt der Zug ist, gerade wenn man so ein bisschen wie ich auf diese artisanalen, ausgefallenen, seltenen Schätze steht. Wenn du das ein bisschen verfolgst und du siehst, dass der Typ das letzte Woche für 150 Euro weniger bei einem Bekannten von dir gekauft hat und jetzt plötzlich für 200 Euro oder 150 Euro mehr plötzlich anbietet und den einmal getestet hat, da fragst du dich schon, warum? Warum sind diese Leute hier? Was haben diese Leute in einem Hobby zu tun, wo es doch eigentlich um Teilen und um Leidenschaft und um Liebe für Düfte und alles Mögliche geht? Das ist hier keine neue Daytrading-Plattform. Das macht mich manchmal richtig wütend, was für Leute mittlerweile hier in der Community gelandet sind. Was natürlich auch mit TikTok, YouTube, ich bin Teil des Problems. Ich rede ja drüber, was diese Viralität der letzten Jahre, was die dazu beigetragen hat, einfach, dass eben so viele Leute in diesem Hobby sind, die auch einen für mich zumindest falschen Ansatz bei diesem Hobby haben. Aber das ist ja jetzt auch wieder sehr elitär, dass ich sage, es gibt ein richtig und ein falsch. Aber manchmal denke ich mir, Gatekeeping war wäre bei einigen Sachen vielleicht wirklich gar nicht so blöd. Aber zerstört Social Media wirklich diese Duftkultur? Weil gefühlt sieht man die Sachen, die sich richtig gut klicken, also für Leute, die auch nicht so tief im Thema drin sind, das sind nun mal die Komplimente-Düfte, das sind die Panty-Dropper, wo mir wirklich alles in meinem Körper wehrt sich. Aber es funktioniert. Gerade junge Männer sind super anfällig für Sachen, die ihnen abnehmen, ein actual guter Typ zu sein mit Charakter und Stil und Anstand. Weil wenn man gut riecht, kriegt man die Mädels, sagen zumindest so viele Videos auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Man kann es ihnen ja gar nicht verdenken. Es gibt Leute, die damit einen Heidengeld gemacht haben und auch weiterhin dieses Geld gerne machen wollen. Und es wird immer weiterhin genug Leute geben, die darauf reinfallen und dann halt aber sehr enttäuscht feststellen, dass wenn sie mehrere tausend Euro für Düfte ausgegeben haben, sie trotzdem immer noch ohne Freundin dastehen. Weil das Einzige, was jetzt mittlerweile gut an ihnen ist, ist der Geruch. Das langt halt auch nicht wirklich für eine ernstzunehmende Beziehung und manchmal noch nicht mal für einen Hallo. Weil die ganze Komplimente-Thematik ist doch auch einfach das ist alles eine Lüge. Also wie oft bekommt man tatsächlich im deutschen Kulturkreis überhaupt mal ein Kompliment von einem Fremden? Also da muss schon wirklich, also da stehen alle Sterne gerade eben in Reihe und Glied, dass das irgendwie mal tatsächlich wahr werden würde. Natürlich beeinflusst dann auch diese Hype-Struktur, die Seedings der PR-Agenturen, und die großen Creator, was gezeigt wird und was in ist. Alle sagen, trage diesen einen Duft, um individuell zu sein. Was passiert? Alle tragen diesen Duft, um individuell zu sein. Im Ergebnis, niemand ist individuell, weil alle auf der Suche nach Individualität wieder gleich riechen. Das ist aber allgemein gerade ein Problem der aktuellen Zeit und dieser Social Media Mikrotrends, weil ja nichts mehr zu einem wirklichen Trend, zu einer wirklichen Dazugehörigkeit führt, sondern alles innerhalb von 2 Wochen wieder ausgetauscht wird. Ich glaube, was Leute wirklich sich wünschen, ist eben diese Dazugehörigkeit. Und diese wird durch einen Gatekeeping eben beschützt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist nochmal eine andere Sache. Und natürlich nehme ich mich da nicht raus. Ich mache Videos über für mich Geheimtipps, die dann nicht mehr so geheim sind, wenn ich sie einmal ins Internet geplärt habe. Kauft mir das deswegen irgendjemand nach? Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Dennoch ist, glaube ich, dieses Individualismus-Thema mit Düften, die in irgendeiner Art und Weise massenproduziert werden, ja schon mal ein schwieriges Ding. Weil wie einzigartig und besonders bist du, wenn potenziell 100.000 Leute genauso einzigartig sind? Weißt du? Also da gibt es ja schon eine logische Dissonanz. Also Gatekeeping ist irgendwie schon schlecht, aber hin und wieder hat es vielleicht doch mal auch eine Berechtigung oder eine Begründung. Denn
Leute wollen beschützen, was sie lieben und wollen nicht, dass es von den Massen und Social Media einfach so verwässert wird. Was man irgendwie schon sehr nachvollziehen kann. Ich wünsche vielen Brands, über die ich rede, total kommerziellen Erfolg. Und ich versuche immer daran zu denken, dass das toll ist für die und dass mir von meinem Individualismus nichts genommen wird, dadurch, dass mehr Leute auch für mich tolle Düfte tragen. Aber was denkst du? Ist Gatekeeping in der Parfüm-Community, ist es dumm oder ist es notwendig? Machen wir das zu viel oder zu wenig? Schreib mir das gerne runter in die Kommentare, dann können wir da vielleicht ein bisschen gemeinschaftlich drüber diskutieren.